Hallo, heute möchte ich über das Buch Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund von Jerome Robinet sprechen. Dieses Buch habe ich freundlicherweise vom Hansa Berlin Verlag als Rezensionsexemplar bekommen. In diesem Buch erzählt der Autor von seinem Alltag, den er hat, nachdem er begonnen hat, Testosteron zu nehmen, also eine medizinische Transition gestartet hat. Und das macht er, indem er viele Erlebnisse aus seinem Alltag berichtet, also einzelne Situationen und so ein bisschen, was er dazu sich denkt. Und er ist dabei immer recht positiv und es ist auf jeden Fall auch viel Humor dabei. So zwei Hauptmotive tauchen dabei immer wieder auf. Offensichtlicherweise das eine davon ist, dass er nun als Mann gelesen wird und nicht mehr wie früher als Frau. Und dass das seinen Alltag komplett verändert. Also wie Leute mit ihm interagieren und auch was Leute von ihm erwarten, hat sich komplett verändert zu dem, wie es früher war. So bekommt er einen ganz neuen Blick auf Männlichkeit und auf die Erwartungen und auf die Privilegien von Männern. Und er muss für sich überlegen, was für ein Mann er eigentlich sein möchte, was von diesen ganzen Erwartungen, die an ihn als Mann gesetzt werden, er erfüllen möchte und welche er vielleicht auch nicht erfüllen möchte. Dabei geht er zum Beispiel auch darauf ein, welche Sorgen und Bedenken er hat in Bezug auf so Sexualität und auch Dating. Und ich fand es sehr angenehm, wie ehrlich er mit diesen Sorgen umgeht und wie gut er die auch auf den Punkt bringen kann. Also manche kamen mir auch sehr vertraut vor. Und dass er aber auf der anderen Seite halt, wie gesagt, so positiv bleibt und in vielen so Mainstream-Erzählungen ist so das Dating von Transmännern so übelst problematisch und das ist es ihm bei ihm jetzt nicht. Er hat Sorgen, er hat Bedenken und trotzdem hat er auch viele positive Beispiele, zum Beispiel auch in seinem Leben. Und dass er im Alltag jetzt als Mann wahrgenommen wird, hat auch viel mit seiner medizinischen Transition zu tun, also dass er angefangen hat, Testo zu nehmen. Und diese ganze Geschichte ist aus einer Perspektive erzählt von einer Person, die relativ neu angefangen hat, Testo zu nehmen, würde ich sagen. Also der Autor geht viel auf auch so körperliche Veränderungen von ihm ein, was sich alles bei ihm verändert hat, so optisch. Und ich glaube, dass das sehr angenehm für Cis-Menschen ist oder für Trans-Leute, die sich neu damit beschäftigen, weil es sehr viel erklärt wird. Und er geht auch darauf ein, was für emotionale Veränderungen für ihn durch Testo passiert sind und auch welche direkten Auswirkungen Testo auf ihn emotional hatte. Und da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Es ist eine sehr klassische Beschreibung, die ich oft gehört habe, was passiert, wenn Leute anfangen, Testo zu nehmen. Und ich möchte ihm das auf gar keinen Fall abschreiben, seine Erfahrungen. Das glaube ich so. Aber ich war überrascht darüber, dass sich manchmal so gelesen hat, als ob das immer so der Fall wäre. Und das sind auf jeden Fall, ich habe andere Erfahrungen mit Testo gemacht. Deswegen habe ich mir zum Teil, hätte ich mir gewünscht, dass manche Sachen noch mehr hervorgehoben werden, dass sie individuelle Erfahrungen sind. Klar, es ist eine Autobiografie, LeserInnen können davon ausgehen, dass es nur individuelle Erfahrungen sind. Aber manche Sachen waren so formuliert, als ob das immer so der Fall wäre und ich hätte mir da eine sprachlich gewünscht, dass es ein bisschen anders dargestellt wird. Und der zweite Aspekt, der häufig auftaucht, taucht auch im Titel hier auf, und zwar mit den Begriffen Weiß und Migrationshintergrund. Denn der Autor wird jetzt auf einmal nicht mehr als weiße Frau, sondern als Mann mit Migrationshintergrund gelesen und auch das verändert total die Wahrnehmung davon. Faktisch stimmt es, er hat Migrationshintergrund und zwar kommt er aus Frankreich, aber in Deutschland wird Migrationshintergrund ja nicht wertfrei benutzt als Begriff. Also nicht für alle MigrantInnen wird der Begriff Migrationshintergrund immer dran gepackt, sondern also zum Beispiel weiße Leute aus Dänemark werden seltener damit bezeichnet, weil Migrationshintergrund so als Begriff häufig die Personen rassifiziert, darauf hinweist, dass sie keine Deutschen wären,
also dass sie nicht weiß sind eigentlich. Und das heißt, Menschen, die den Begriff mit Migrationshintergrund oft zugeschrieben bekommen, sind meistens Leute, die Rassismuserfahrung machen. Und der Autor erzählt jetzt in diesem Buch einige Erlebnisse, die er macht, wie Leute mit ihm interagieren, weil sie denken, weil sie ihn als nicht weiß lesen einfach. Und der Autor bezeichnet sich aber trotzdem weiterhin als weiß. Und diesen ganzen Aspekt fand ich sehr interessant. Das kam auch offensichtlich für ihn ein bisschen überraschend. Er hatte da vorher auch gar nicht so drüber nachgedacht, dass so eine Verschiebung nochmal passieren könnte in der Wahrnehmung von Leuten. Tatsächlich hätte ich mir auch hier so ein bisschen gewünscht, dass noch mehr Überlegungen dazu hier drin sind, weil es einfach im Titel drin ist, hätte ich gedacht, dass mehr so Zwischenüberlegungen drin sind. Nicht nur die Schlussfolgerung und die Erlebnisse, sondern auch, wie hat er über seine eigene Identität oder diesen Aspekt seiner Identität nachgedacht. Das war ein bisschen drin, aber ich hatte mehr erwartet. Es gibt noch einen Aspekt in dem Leben vom Autor, wo er sich mehr mit Rassismus auseinandersetzen muss. Und zwar bekommt er einen neuen Mitbewohner, das ist Karim, ein schwuler Syrer, der in Deutschland Asyl beantragt hat. Und der Autor bekommt jetzt mit und beschreibt so einige Erfahrungen von Karim, wie er Rassismus erfährt in Deutschland und auch in der schwulen Community. Und das kritisiert der Autor auf jeden Fall. Und er schreibt an einer Stelle zum Beispiel, dass viele Leute Karim einfach nur als den armen Geflüchteten sehen. Und an dieser Stelle bin ich mir so ein bisschen unsicher, ob das nicht auch ein bisschen auf den Autor trifft. Also ich fand die Interaktion zwischen den beiden schon immer sehr interessant und cool, aber an manchen Stellen fand ich die Beschreibung von Karim, einfach ein bisschen merkwürdig oder die Überlegungen, die der Autor noch dazu beschrieben hat. An einer Stelle schreibt er zum Beispiel: Wie soll das gehen? Eine Liebe, die aus Krieg und Leid und Flucht entsteht. Fand ich so ein bisschen merkwürdig. Es gibt noch einen anderen Absatz, weswegen ich überhaupt sehr viel darüber nachgedacht habe. Und zwar ist das ein Absatz, wo beschrieben wird, wie der Autor und Karim sich körperlich näher kommen. Und diese Beschreibung von dieser Situation wird immer wieder unterbrochen von so Informationen über die deutsche Asylpolitik. Also keine Ahnung, wie viele Leute im Mittelmeer gestorben sind, welche rassistischen Aussagen von PolitikerInnen kamen und solche Dinge. Und einfach wie das so miteinander verflochten wurde, fand ich sehr unangenehm. Und habe ich auch nicht so verstanden an der Stelle. Aber wie ihr merkt, bin ich mir hier auch unsicher und bin auf jeden Fall interessiert an anderen Meinungen. Und das war's eigentlich, auf welche Details ich von diesem Buch eingehen wollte. Alles in allem fand ich diese Geschichte sehr interessant. Ich fand es spannend, von einem Autor zu lesen, der auch trans ist, der auch queer ist und irgendwie links. Lese ich auch sehr selten, deswegen habe ich mich auch sehr über dieses Buch gefreut und das war hier auf jeden Fall auch drin. Generell ist es auch ein recht leichtes Buch, also es ist erstens nicht so dick, ich habe es schnell durchgelesen und es ist auf jeden Fall für mich auch kein so deprimierendes Buch gewesen, wie manche Transbücher schon auch immer noch sind. Wie gesagt, sind mir so manche Dinge ein bisschen aufgestoßen, weswegen ich jetzt noch kein gesamtabschließendes Bild von diesem Buch habe. Mich würde daher ein Austausch mit anderen Leuten, die dieses Buch gelesen haben, sehr interessieren. Und falls ihr darauf keine Antwort habt, weil ihr noch dieses Buch nicht gelesen habt, aber tatsächlich vielleicht schon konkrete Fragen noch habt, was in diesem Buch auftaucht oder was ihr wissen möchtet, bevor ihr dieses Buch vielleicht lest, dann stellt mir diese Fragen auf jeden Fall gerne. Bis bald. Tschüss.